Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Do you like the example that you take a knife and cut yourself and hurt yourself with it, and that's very wrong? Gefällt dir das Beispiel, dass du ein Messer nimmst und dich damit schneidest und dich verletzt, was sehr falsch ist? But think about this. Denk mal darüber nach. If your hand, which is a member of the body, Wenn deine Hand, die ein Teil des Körpers ist, takes a knife and cuts another part of the body, ein Messer nimmt und einen anderen Teil des Körpers schneidet, that's very wrong. ist das sehr falsch. What happens if you cut yourself by mistake? Was passiert, wenn du dich aus Versehen schneidest? Every single part of your body will now rush to heal and protect this part. Jeder einzelne Teil deines Körpers wird sich nun beeilen, diesen Teil zu heilen und zu schützen. That's a very natural process. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. So for us, it should be very natural Für uns sollte es also ganz natürlich sein, that if by accident we hurt another member of the body, dass, wenn wir aus Versehen ein anderes Glied des Leibes verletzen, we immediately realize this is very wrong. wir sofort merken, dass das sehr falsch ist. And now we do everything to bring healing, restoration, and protect this part. Nun sollten wir alles daran setzen, diesen Teil zu heilen, wiederherzustellen und zu schützen. This would be a sign of a healthy body. Das wäre ein Zeichen für einen gesunden Leib. But the moment I do something to harm any other part of the body, I'm living very unnaturally. Aber in dem Moment, in dem ich etwas tue, das einem anderen Teil des Leibes schadet, lebe ich sehr unnatürlich. Whether you like it or you don't like it, you are part of one body. Ob es dir gefällt oder nicht, du bist Teil eines Leibes. If we Christians could only understand Wenn wir Christen nur verstehen könnten, that we are part of the same body with everybody who calls himself a Christian. dass wir mit allen, die sich Christen nennen, Teil desselben Leibes sind. So everybody who's called in the name of Jesus Christ has become part of that body. Jeder, der im Namen Jesu Christi berufen ist Teil dieses Leibes geworden. So I can't cause brokenness of relationship, pain, and harm to those other members. Ich kann also den anderen Gliedern keine zerrütteten Beziehungen, keinen Schmerz und keinen Schaden zufügen. Because the moment I do that, I actually cause harm to myself. Denn in dem Moment, in dem ich das tue, füge ich mir selbst Schaden zu, Because I'm part of the same body. weil ich Teil desselben Leibes bin. And then he says we are also one spirit. Dann sagt Paulus, dass wir auch ein Geist sind. The spiritual world and the spiritual reality is so real. Die geistliche Welt und die geistliche Realität sind so real. If we would understand or see what's going on in the spiritual world, Wenn du erkennen oder sehen würdest, was in der geistlichen Welt vor sich geht, we would probably live a different lives. würdest du wahrscheinlich ein anderes Leben führen. The devil has a terrible fear of the body living and expressing itself as the body of Jesus. Der Teufel hat eine schreckliche Angst vor dem Leib, der als der Leib Jesu lebt und sich ausdrückt. When Jesus walked the earth, Als Jesus auf der Erde wandelte, the Bible says in 1 John 3 verse 8 so berichtet die Bibel in 1. Johannes 3, Vers 8, that Jesus was manifest to destroy the works of the devil. war Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. So wherever Jesus walked, he was destroying the works of the devil. Wo immer Jesus umherging, zerstörte er die Werke des Teufels. He's a threat to the kingdom of the darkness. Er ist eine Bedrohung für das Reich der Finsternis. But Jesus needed a body to do that through. Aber Jesus brauchte einen Körper, um das zu tun. There was a spirit that lived in that body. Es gab einen Geist, der in diesem Körper lebte, And this is how Jesus could do damage to the kingdom of darkness. und so konnte Jesus dem Reich der Finsternis Schaden zufügen. It didn't change. Das hat sich nicht geändert. Jesus today also needs a body to express himself. Auch heute braucht Jesus einen Leib, um sich auszudrücken. And in the spiritual world, we are one. There is absolutely nothing that you can change about the truth. In der geistlichen Welt sind wir Christen eins. Es gibt absolut nichts, was du an der Wahrheit ändern kannst. But if the unity of the spiritual world, which is a reality, Aber wenn die Einheit in der geistlichen Welt, die eine Realität ist, is not exercised and executed here in this natural world, hier in dieser natürlichen Welt nicht ausgeübt und vollzogen wird, then the spiritual reality remains distant. dann bleibt die geistliche Realität weit entfernt.
and the world remains unreached. und die Welt bleibt unerreicht. But if we understand that in the Spirit we have been all united perfectly, Wenn wir aber verstehen, dass wir alle im Geist vollkommen vereint sind, and if we recognize one another in the Spirit and not in the flesh, und wenn wir einander im Geist und nicht im Fleisch erkennen, that's when we become a threat to the kingdom of darkness. dann werden wir zu einer Bedrohung für das Reich der Finsternis. Look, he concludes this verse 4. Paulus schließt Vers 4 mit den Worten: As you were all called into the same glorious hope of divine destiny. Da ihr alle zu derselben herrlichen Hoffnung der göttlichen Bestimmung berufen worden seid. It's interesting that he says you were all called. Es ist interessant, dass er sagt, ihr seid alle berufen worden. So many people in the Christian world thinks that some are called and some are not called. So viele Menschen in der christlichen Welt denken, dass einige berufen sind und andere nicht. I was asked today how I would help somebody who believes that he is called to be a ministry gift, but nothing works out. Ich wurde heute gefragt, wie ich jemandem helfen würde, der glaubt, dass er zu einem Dienst berufen ist, aber nichts klappt. Every one of you is called Jeder von euch ist berufen into the same glorious hope and divine destiny. zu derselben glorreichen Hoffnung und göttlichen Bestimmung. Our destiny is all of us. We have the same destiny. Unsere Bestimmung heißt, wir alle haben dieselbe Bestimmung, Eternally united with our beloved Jesus. auf ewig mit unserem geliebten Jesus vereint zu sein. And usually when the New Testament talks about the glorious hope, Wenn im Neuen Testament von der glorreichen Hoffnung die Rede ist, it usually talks about eternity in heaven with Jesus. geht es in der Regel um die Ewigkeit im Himmel mit Jesus. Since you and I have the same destiny and the same glorious hope, Wenn du und ich dieselbe Bestimmung und dieselbe glorreiche Hoffnung haben, how does it make sense that we can't get along here on earth? wie kann es dann sein, dass wir hier auf der Erde nicht miteinander auskommen können? You really think when you have arrived to the glorious hope called heaven, Glaubst du wirklich, dass wenn du in der glorreichen Hoffnung namens Himmel angekommen bist, you have your own little corner where you can be happy? du deine eigene kleine Ecke hast, in der du glücklich sein kannst? There is only one heaven, and everybody who believes in Jesus will go to the same place. Es gibt nur einen Himmel und alle, die an Jesus glauben, kommen an denselben Ort. There is no Baptist heaven and Lutheran heaven and Assemblies of God heaven. Es gibt keinen Baptistenhimmel, keinen lutherischen Himmel und keinen Assemblies of God Himmel. There's one heaven only. Es gibt nur einen einzigen Himmel. We all have the same glorious hope and the same divine destiny. We are headed there. Wir alle haben die gleiche glorreiche Hoffnung und die gleiche göttliche Bestimmung. Wir sind auf dem Weg dorthin. So let us already now start to express it. Beginnen wir also schon jetzt damit und bringen dies zum Ausdruck. And I will see you tomorrow. Bis morgen.